Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Bei weiteren Testflügen mit der Mini 3 Pro habe ich zunächst im Frühherbst ein paar Schönheiten unseres Ortes festgehalten. Gut 300 Meter von mir entfernt ist ein kleiner See. Wenn die Drohne höher fliegt, kann man gut erkennen, dass wir in einer Waldsiedlung leben, obwohl durch etliche Neubauten schon viele Bäume gefällt wurden. Auch am Havelkanal konnte ich ein paar Runden drehen. Als sich aber plötzlich die Sonne kräftig präsentierte, zeigte mir fast vollflächiges Zebra auf dem Display an, dass die Aufnahme stark überbelichtet ist. Ich brauchte also ND-Filter, die ich mir dann besorgte. Nach den Übungsrunden wollte ich ein schwieriges Projekt angehen, ein Video über unseren Waldwichtelpfad in Schönwalde. Da die Bäume hier eng zusammenstehen, ist das eine Herausforderung. Die vorderen Sichtsensoren funktionierten gut und stoppten die Drohne mehrfach ab. Daher ließ ich die Drohne weiter ansteigen. In der Höhe stellte ich dann eine Überbelichtung fest. Darum habe ich die Drohne gelandet, um mal den ND-Filter 8 zu testen. In niedriger Höhe war die Aufnahme hier absichtlich ein paar Sekunden unbearbeitet, nun aber viel zu dunkel. Schade, dass es in meiner Filtersammlung keinen ND-Filter 4 gibt. Es sollte nur ein kurzer Test werden. Daher habe ich die Drohne gleich wieder gestartet, obwohl meiner Erinnerung nach der Flug nur noch für knapp 15 Minuten reichte. Wegen der Bäume habe ich die Mini 3 aus den Augen verloren und bei knapp 5 Minuten Restzeit reagierte sie plötzlich nicht mehr auf Kommando. Offenbar hatte die automatische akkubedingte Rückkehr eingesetzt. Ich ging also zum Startpunkt zurück und erblickte die Drohne in etwa 7 Meter Höhe neben einem Baum. Wahrscheinlich wurde ein sehr dünner Zweig, der herbstlich bedingt schon ohne Blätter war, nicht von den Sensoren erkannt.
Bevor ich mit der Steuerung eingreifen konnte, stürzte die Drohne ab. Ich war zunächst schockiert, stellte dann aber erleichtert fest, dass sie auf den Waldboden und nicht auf einen Baumstamm oder Steine gefallen war. Nach dem Säubern schien sie zumindest äußerlich unversehrt zu sein. Gestern Abend habe ich den Akku in der Drohne problemlos aufgeladen. So, jetzt kommen wir zum ersten Einschalten nach dem Absturz. Das hat soweit funktioniert. Jetzt wollen wir mal sehen, ob sie automatisch abhebt. Manchmal bekommt man Zuschauer beim Testen. In diesem Fall waren sie wohlwollend und interessiert. Hallo. Hallo. Ja, mach ein paar Versuchsflüge, ja. Jo. Wenn Sie mal irgendwann denn auch eine Luftaufnahme von Ihrem Haus haben wollen, sagen Sie Bescheid. Ja, ich habe hier schon gemacht. Wollen Sie auch mal auf dem Bild sein? Schauen Sie mal. Also nur, wenn Sie nichts dagegen haben. Ich habe uns das erste Video schon hochgeladen. Man muss ja aufpassen, aber die hat ja Sensoren, also normalerweise stoppt die dann, aber jetzt dadurch, dass die Blätter alle abziehen, erkennt sie das manchmal nicht. Ja, danke. Ja, kommt immer rein. Jedenfalls schöner Reise.